nochmal eine positive Rückmeldung dazu. Und jetzt zu dir. Und sonst setzen wir uns einfach so zusammen, wenn sonst keiner was wissen will. So alleine auf eine Parkbahn und quatschen noch ein bisschen. Ja, genau. Und jetzt, um welche Kamera muss ich gucken? In die. Und jetzt kommt das Highlight der Woche. Corona worldwide. Es ist natürlich überhaupt kein Highlight. Das ist voll eine richtig blöde Ansage. Aber der Zusammenschnitt ist das Highlight. Bitteschön. The coronavirus restriction for me has created a confusion that I have never come across, and I can see in the confusion in the society. You know, I'm looking forward after the coronavirus restriction. There are going to be a lot of changes in psychological and social activities of the community, and the way the governments and the world think about this world. And there will be you know, remaining of the effects. There are affected communities all around the world. We are in full lockdown here in New Zealand. What that means is they have a bubble, and your bubble is the people you live with, and those are the only people you're allowed to see. You can't go outside, only to go supermarket shopping. It's working really well. We've only had 2 deaths so far, which I think is pretty awesome. But my lockdown's pretty good. This is my lockdown here. Have a little look. Pretty awesome. Little farm. Getting a rest. Hi, my name is Yonela and I live in Virginia. So the impact or the restrictions of the coronavirus, to me personally, I've got 2 meanings. First, it means everybody gets to live how I've been living forever. And then the other part is I'm very worried in terms of my family. There's anticipated job loss, and that means poverty. If nobody's working in the family, or just a few people are working, that's more strain on those that are working, trying to help the unemployed. So, yeah, I'm just hoping that it all comes to an end soon. Ich kann die Leute, die für mich wichtig sind, außer meine Mitbewohner, nicht mehr treffen. Und ja, das ist noch dramatischer, wenn man denkt, dass ein paar von diesen Leuten und auch sehr wichtig im Ausland leben und niemand weiß, wann genau die Grenzen wieder offen werden. Und genau deswegen, ich werde mich sehr freuen, wenn das alles vorbei ist, wieder Züge und Flüge nehmen zu können, um diese Leute wieder zu treffen. Hi, my name is Murathan Turhan, but people call me Bob, so you can call me Bob. And I live in Turkey, Istanbul, but it also depends on the point of view. For me, for my brain, I live in Istanbul, but for your brain, I live in the screen of your device. As soon as it has batteries, I can leave. So I warn you, do not kill me, otherwise it's manslaughter. It's a crime. And I can tell you, CIA, Interpol, FBI, MI6, all this shit are watching you, man. You better watch your ass, okay? You can call me Bob. 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 Anyway, so what I'm looking forward after the pandemic ends, it's actually, I'm looking for less stupid people who take account of, you know, hygiene standards and other living beings. You know, this planet is also a kind of living organism, right? You can call me Bob. Ahorita mismo estamos en una situación difícil y
nosotros quedamos pensando porque en veces cuando uno trabaja constantemente y siempre va manejando algo de recursos por ahí para seguir manteniéndose, pero como ahorita la situación está así, ¿qué podemos hacer? Esperar solamente que haya cambio de tiempo para poder seguir la normalización. Yo solo he trabajado, pero y ahora quedamos ya en la casa y vamos a ver qué hacemos. Últimamente también por el horario que pusieron de hombres y mujeres, también se ven algunas dificultades de salir, aunque no debería porque hay un permiso para vender comida. Pero él dice que hay muchas personas, porque la mayoría de las personas que siembran son personas de la tercera edad. Entonces ellos tienen la precaución de llegar a David, que hay más casos, de tener el miedo de contagiarse. Entonces no sé hasta dónde. Nosotros, mire, no recibimos ninguna ayuda nunca de parte del gobierno, dan y a nosotros no. Entonces, si no ayudan a uno, que no molesten, que lo dejen vivir tranquilo acá, porque nosotros ni para el pueblo andamos, sino andamos es trabajando humildemente. Hallo, ich bin der Olli von den Music Monkeys. Ich lebe seit über einem Jahr in Italien, in Vicenza heißt die Stadt und das liegt zwischen Padova und Venedig. Wunderschön hier, aber seit 5 Wochen sind wir ausschließlich zu Hause. Das ist zwar auch schön, aber ja, man fühlt sich halt trotzdem etwas eingesperrt und man fühlt den Entzug der Freiheit quasi. Das ist die größte Limitierung aus meiner Sicht. Ich bin auch sonst eigentlich gerne zu Hause, beschäftige mich hier oder wir sind auf der Terrasse, aber natürlich geht man auch gerne mal nach draußen. Und das fehlt nun in dieser Zeit. Ich hoffe, es ist bald vorüber, weil nach über 5 Wochen hat man es dann mal gesehen zu Hause. Sobald es dann vorüber ist, werde ich mal gerne wieder auf die Straße gehen und hoffentlich mich wieder frei fühlen draußen, zu laufen, Rad zu fahren und ein Bierchen zu trinken in einer Gartenwirtschaft und natürlich auch endlich mal wieder Leute zu treffen, Freunde, Kollegen, die einem fehlen in dieser Zeit. Wow, das ist wirklich unfassbar, diese ganzen Geschichten hier eingesendet zu bekommen und das hier so zu sehen. Und das ist, also vielen Dank für all diese schönen Einsendungen. Wir haben uns einfach alle unsere Fühler ausgestreckt und mal versucht, Einsendungen zu bekommen. Und das sind auch noch nicht alle. Aber vorher wollten wir einmal kurz Dankeschön sagen. Wir wollen Danke sagen an die Bildmühle, die zum Beispiel dieses Video geschnitten haben oder auch vorhin uns gezeigt haben, wie man eigentlich Toast macht. Wir wollen uns bedanken beim Werkhaus, dass wir hier dieses Gebäude nutzen können, umsonst und hier ein kleines Studio aufgebaut haben. Vielen Dank nochmal an Nils, der heute einfach vorbeigekommen ist und hier, obwohl er gestern Geburtstag hatte und wahrscheinlich einen kleinen, ich sag's gar nicht, aber dass du das hier durchstehst und hier bei uns bist, das ist super. Vielen Dank an all die Leute, die hier auf unsere tollen Preise, die Sachen ersteigern. Vielen Dank für euch, die ihr uns Sachen einsendet und auch vielen Dank an euch, die ihr einfach nur zuguckt, denn das ist auch einiges wert. Vielen Dank an Team Schön, die uns das hier alles so schön gemacht haben und auch an Vintage, ich vergesse die Zahl. 41,50. Dankeschön für die Einrichtung. Danke dafür an Philipp Dietrich. Danke auch an Lars und Sunhild, die Teil von unserem Team sind, die zum Glück einfach negativ getestet wurden. Vielen Dank euch allen und falls ihr noch nicht genug habt von den Corona-News, gibt es noch den zweiten Teil von unserem Einspieler. Bis zum nächsten Mal. Hi, I am Aninta from the Basque Country. Since the 13th of March, that we were shut away inside the house, I play everyday music for the neighbors
And with this excuse, we see each other, we talk about the situation, or we take a cup of wine. At the beginning, we were very worried about our two children, who are 3 and 7, because we thought that it was going to be very hard for them, not going out and stay at home all the day. But they are doing great. And once again, we are learning a lot about them. We are all doing okay. We sleep in a small flat, but we manage. But we think about all of these people who is working in the hospitals or trying to get over this illness. They are the real heroes. Big look für alle. A big hug for our friends of Germany. Besarka da erraldoi bat abadiñotik zuentzako lagunak. Gora bihotzak eta gora musika! Hello there, my name is Yarit. I live in Hawassa, Ethiopia. Though we are not in a complete lockdown, corona restrictions are bad news. Living with alcohol and sanitizers have been so stressing, and it's like being a cage or in a prison. However, it gives me the opportunity to look deep into myself and my family. It gives me the chance to correct the wrong and straighten the future. It also shapes my perspectives and values that I give to other people. I'm looking forward after the corona crisis to travel around the world, enjoy the free air, and promote humanity. Thank you and stay safe. Hallo, mein Name ist Tobias Oder und ich lebe im Gold Coast Hinterland in Australien. Die Corona-Einschränkungen bedeuten für mich, dass ich Ende März Indonesien verlassen und wieder nach Australien fliegen musste, obwohl ich dort gerade dabei bin, mein Business zu starten. Dann musste ich hier 2 Wochen in Quarantäne verbringen, ich konnte nicht arbeiten gehen, meine Familie und Freunde und vor allem meinen Neffen nicht besuchen gehen. Jetzt bin ich zum Glück aus der Quarantäne raus, ich kann wieder arbeiten und andere essentielle Dinge wieder tun. Da ich auf dem Land lebe, habe ich viel im Garten, um mit den Tieren zu tun und das macht die ganze Sache um einiges einfacher. Nach Corona freue ich mich vor allem darauf, meine Freunde und Familie wieder normal sehen zu können und darauf, dass ich wieder nach Indonesien fliegen kann und mein Business starten kann. Namaste, I am Namrata Subedi from Nepal. I live in Kathmandu with my daughter and I work as a tour guide. Today I am going to tell you the present situation of Nepal. Today is the 15th day of lockdown, but it is difficult time for me also. But government and some social organizations are helping them with necessary items and food. For now, I'm okay because I have a friend. She's also stuck here. She is from foreign country. She's helping me buying all the food items and every necessary things. So if this situation goes long, then I cannot stand for a month also, because now new academic session is going to start. We have to pay the rent and also buy the things, so it is going to be worst if this goes for a long time. So only the thing we can do is, I hope this everything will end soon, everything becomes normal like before. Only the thing now we can do is just sit at home and pray and follow the instruction and the rules made by the government. Hope this will get over very soon. Thank you. So, grüezi wohl, auch in der Schweiz. Wir haben ja auch den Corona-Status, der Covid-19 in der Schweiz. Heute sind wir in der 5. Woche. Es freut mich, dass wir heute unsere AL-Sitzung hier in dieser sehr entspannten kleinen Runde durchführen können. Wir haben herrliches Wetter auch diese Woche und es soll noch diese Woche sehr schön bleiben. Das freut mich natürlich in dieser außergewöhnlichen Situation. So kommen wir gut auch durch diese Woche durch. Heute haben wir noch 3 Taktanden, die wir durchführen. Das eine ist das Thema Lohnerhöhung für alle. Wenn ihr alle einverstanden sind, würden wir das Thema eigentlich so beerdigen und die Lohnerhöhungen nicht durchführen. Gibt es irgendwelche Einsprachen? Gut, ich sehe, wir kommen heute sehr schnell durch die Sitzung durch. Dann weiter ist natürlich der Vorteil von Corona da. Niemand will mich sehen.
Niemand hat irgendwelche Wünsche an mich. Es gibt keine Termine, es gibt keine Reisen. Ich kann viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Das ist eigentlich wirklich eine wunderschöne Sache. Wir machen jetzt noch schnell einen kurzen Sprung in unsere Innendienstabteilung und schauen, wie es dort ist. Ihr seht, auch hier bei uns im Innendienst, gähnende Leere. Es ist niemand da. Alle sind im Homeoffice. So kommt man gut durch den Tag, es geht ziemlich schnell. Niemand stellt blöde Fragen. Gut. Nach dem sehr harten Tag hier an der Front, für die Leute, die noch kein Homeoffice haben, so wie ich, gehe ich jetzt doch langsam, es ist doch schon 7:30, gehe ich wieder zurück. Gehe zurück und schauen, was sonst noch so läuft. Danke auch nochmal von mir, dass ihr alle dabei wart, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr so rege hier kommentiert habt. Ich möchte mich auch nochmal bei allen Unterstützern bedanken, vor allem jetzt auch noch bei Kulturstoff für dieses Paket, das Till und ich gleich auspacken werden. Wir freuen uns schon. Ich danke ganz herzlich dem Team hier vor Ort. Es ist super schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Es ist schön, dass wir diesen Faden haben, an dem wir uns festhalten können, und wir hoffen, dass ihr euch auch dran festhalten könnt. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann ist unser Staffelfinale und wir gehen vorerst in eine Pause. Aber je mehr Leute dabei sind, desto früher fangen wir wieder an. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht und bis nächste Woche. Gefahr, 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 Gefahr. Tolle Show, tolle Show. Abstand.